Perle, oder? Einen wunderschönen guten Tag, Angler dieser Welt. Mein Name ist Carsten Jaskowiak, ich bin der Gründer von Fishstone und ich bin heute an diesem herbstlichen Sonntag für euch ans Gewässer gegangen, um euch unser Loop-System zu erklären, das meiner Meinung nach wohl flexibelste und vielseitigste System, um ohne Blei mit Steinmontagen zu angeln. Unser Loop-System ist im Prinzip die Alternative für gängige Tropfen- oder Birnenbleie, setzt sich zusammen aus einem kleinen Kunststoffadapter in Kombination mit verschiedenen Naturkautschukgummis. Wir haben ihn Loop genannt, weil er einen Loop, eine kleine Öse hat und damit in jeden beliebigen Clip einhängbar ist. Die zwei Gummiformen bieten euch alle möglichen Versionen, um einen Stein zu fixieren, der im Drill verloren wird, aber auch einen Stein komplett fest an der Montage zu fixieren. Um das System zu benutzen, müsst ihr erstmal den Loop Body vormontieren. Ihr steckt einfach den Wirbel oben in den vorgesehenen Hohlraum und fixiert diesen Wirbel mit Hilfe eines kleinen Drahtstiftes, den ihr einfach durch die vorgesehene Öffnung hindurchsteckt. Dabei fixiert ihr die untere Öse des Wirbels und biegt diesen Draht in den Body um. Eine der Hauptanwendungen für unsere Systeme sind natürlich alle Versionen, in denen ihr das Gewicht im Drill verlieren wollt. Weil was gibt es Schöneres und Besseres, als einfach nur einen Stein abzuschmeißen und alle Systeme bleiben erhalten. Und an der Stelle verwenden wir unseren Slipgummi, ziehen diesen Slipgummi mit der einen Öse einfach über unseren Anker. Wir nennen diesen Kopf hier Anker. Nehmen uns dann einen Stein. Jetzt beispielsweise in dieser Größe hat der Stein bereits 300 Gramm. Dann setzen wir den Body auf den Stein rauf, fixieren den Gummi mit dem Finger und ziehen den Gummi einmal um den Stein herum, ziehen dann das zweite Loch über den Ankerkopf und haben den Stein fixiert. Das ist jetzt eine Option, wenn ihr wirklich das Gewicht nur rauspendelt, beispielsweise beim Flussangeln an die erste Strömungskante oder wenn ihr vom Boot aus ablegt, sind unsere Systeme natürlich wirklich sehr vorteilhaft, denn der Fisch hat im Drill nach dem Steinabwurf keinerlei Pendelgewicht mehr vom Maul und ihr könnt so eure Fangchancen natürlich erheblich steigern. Aber gebt eben keinerlei weiteres Geld aus, denn die Steine sammelt ihr euch selbst, spannt die ins System ein und schmeißt sie jedes Mal ab. Das Einzige, was ihr braucht, ist ein Eimer Steine. Das ballert, Junge! Das ballert! Zieh durch! Eine weitere Option, die unseren Loop natürlich sehr vielseitig macht, ist die Verwendung des Fixgummis. Diesen Fixgummi könnt ihr genauso wie den Slipgummi einfach an den Loopbody befestigen, um den Stein wickeln. Und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, von einer semi-fixen Einspannung zu einer kompletten fixen Einspannung die Stärke zu variieren. Wenn ihr nun sagt, okay, ich habe weniger Hindernisse bei mir, muss ungefähr 40, 50 Meter weit werfen, dann spanne ich den Stein nur leicht ein mit dem Fixgummi, habe genug Halt für einen Mitteldistanzwurf. Sollte sich aber mein Gewicht doch irgendwo verhängen, habe ich eben die Chance, den Body und den Gummi wieder zu lösen und an der Stelle nicht einen Komplettabriss zu riskieren, sondern meistens wirklich meine Montage wieder frei zu kriegen. Ganz komisch. Ja, irgendwas ist ganz komisch. Wenn ihr allerdings sagt, okay, ich brauche eigentlich nur ein 40 Gramm Gewicht beispielsweise für das Angeln auf Aal und ich will meinen Stein überhaupt nicht verlieren, dann ziehe ich die Seiten dieser Gummitasche einfach komplett um den Stein rum und habe den komplett fest eingespannt und kann damit ganz normal werfen, ihn wieder reinholen, werfen und wieder reinholen. Was ich empfehlen würde, ist auch mit dem Fixgummi, wenn ihr wirklich Gewaltwürfe machen wollt, dann solltet ihr den Stein zusätzlich mit PVA fixieren, denn gerade bei sehr, sehr starken Würfen kommt das Material an seine Belastungsgrenze, aber das ist wirklich die Extremsituation. Wenn ihr mit einem 50 Gramm Stein beim Aalangeln 70 Meter weit werfen wollt, dann ist nichts dergleichen nötig. Dann spannt ihr den Stein in den Gummi ein und los geht's. Was unser Loop-System im Einsatz besonders flexibel macht, sind die unterschiedlichen Größen der Gummis. Dadurch könnt ihr beispielsweise mit dem Fixgummi in den Größen S, M und L wirklich alle Gewichte abdecken von 10 bis 300 Gramm und einen Stein fest an dem System montieren.
Diesen Fixgummi könnt ihr dann natürlich an euren Safety Clip, an euer Shot Rig fixieren, aber ihr könnt auch einen gängigen Anti-Tangle Boom verwenden, den Loop Body einfach in diesen Anti-Tangle Boom einhängen und so habt ihr natürlich jetzt auch die Möglichkeit, wirklich einen Wurm an den Köder zu hängen oder einen Köderfisch und auf jegliche Zielfischart zu angeln. Also ob ihr jetzt am Ende einen Boilie an den Haken hängt oder eine Made, das entscheidet ihr natürlich einfach selbst. Und ihr könnt wirklich als Alternative zu Tropfen und Birnenbleien hier auf jede Zielfischart als Laufmontage, als Festbleimontage, als abgelegte Montage in allen möglichen Versionen angeln. Awesome! Den so vormontierten Stein könnt ihr jetzt wirklich an allen Clips und Ösen befestigen, die ihr sonst auch verwendet, bei anderen gängigen Tropfen- oder Birnenbleien. Eine der häufigsten Anwendungen, gerade beim Karpfenangeln, ist dabei natürlich der Safety Clip. Wir empfehlen an der Stelle wirklich einen sehr festen Safety Clip zu verwenden, weil ihr wollt natürlich auf keinen Fall das ganze System verlieren, sondern einfach nur, dass der Stein aus dem Gummi rausrutscht. Und in diesem Fall ist ja auch die Safety Clip Funktion schon abgedeckt und ihr könnt einfach so an freier Schnur drillen. Manche Menschen haben an der Stelle Angst, dass sich diese Gummischlaufe um einen Ast wickeln könnte oder ähnliches. Das ist tatsächlich ein Fall, der in der Praxis eigentlich nicht vorkommt. Am allerschlimmsten Fall der Gummi reißt, aber so bekommt ihr am Ende meistens die Montage frei, könnt den Fisch sogar noch sicher landen und müsst im schlimmsten Fall einfach den Gummi einmal ersetzen. Wichtig bei dem Loop-System, wenn ihr den Stein verlieren wollt, ist, dass ihr den Gummi nicht ganz zentral um den Stein spannt, gerade bei schweren Gewichten, sondern schön seitlich versetzt, ungefähr bei 1/3 bis 1/4, damit der Stein sich aus dem System herausdrehen kann und ihr habt wirklich einen garantierten, sicheren Hakeffekt durch die Trägheit unter Wasser. Eine weitere beim Karpfenangeln oft benutzte Anwendung sind Helikoptermontagen oder äquivalent Shot Rigs, wobei der Stein bzw. das Loop-System einfach am Ende der Schnur befestigt wird. Der Vorteil gerade bei dieser Art der Montagen ist, dass durch die Rotationsfreiheit des Rigs natürlich nochmal extra Verwicklungen entgegengewirkt werden kann. Und da an dieser Stelle sei einmal erwähnt, eins der größten Vorurteile, denen wir mit dem Angeln mit Stein begegnen, ist die Fehleinschätzung der Steingröße. Ein Stein dieser Größe, wie ich ihn hier in der Hand halte oder wie ihr im Vergleich zu meiner Hand seht, hat bereits fast 100 Gramm. Und zu dem Thema Werfen kommen wir gleich später noch einmal. Also diese Art der Einspannung, einfach nur ohne weitere Fixierung mit dem Slipgummi, wäre jetzt für leichte Pendelwürfe, Unterhandwürfe. Ihr könnt damit auch sicherlich einen etwas weiteren Wurf machen von so 20 bis 30 Metern. Aber die Einspannung mit dem Slipgummi ist wirklich hauptsächlich für die ufernahe Route, das Angeln an der kurzen Strömungskante oder das Ablegen vom Boot geeignet. Und in diesen XL-Gummi könnt ihr Steine einspannen bis 800 Gramm. Ich selbst habe das einmal am Fluss aufs Extrem getrieben und habe wirklich vor dem Buhnenkopf direkt in die Strömungsverwirbelung einen Stein gelegt, der wahrscheinlich um die 1,2 Kilo hatte. Und dieser Stein hat natürlich meine Montage dort auf dem Platz gehalten, was mit Blei gar nicht ohne weiteres möglich wäre. Ein Stein mit 600 bis 800 Gramm hat dabei eine knappe Faustgröße und das könnt ihr, wie ihr seht, mit dem sehr flexiblen Gummi einspannen. Unser XL-Gummi ist dabei sogar spannungsverstellbar mit 3 verschiedenen Löchern, je nach Größe des Steins. Und hier, wie ihr seht, habt ihr noch stabilen Halt, aber wenn es nass ist, der Fisch sich hakt und anfängt zu schütteln, rutscht der Gummi einfach runter und ihr seid dieses fette Gewicht los. Und das ist natürlich gerade für Flussangler ausgezeichnet. Oh. Holen wir. Oh, dann kommen wir ab an. Wenn ihr natürlich mit dem System werfen wollt, dann ist das durchaus möglich. Wie schon zum Anfang erwähnt, ist natürlich auch beim Werfen der entscheidende Vorteil von Steinmontagen, dass man das Gewicht einfach im Drill verlieren kann und das auch noch mit gutem Gewissen im Vergleich zum Blei. Hä? Hä? Wir haben im letzten Jahr einmal einen Trip an einen kroatischen Wurfsee damit gewagt, weil wir das mal aufs Extrem testen wollten und uns da eigentlich eines einfachen Tricks bedient. Der Trick, den wir uns bedienen, ist,
dass wir einfach den Stein mit etwas zusätzlichem PVA-Tape fixieren. Dieses PVA-Tape findet ihr bei uns im Shop. Ich zeige euch einmal, wie man diese Fixierung ausführt. Ihr zwirbelt den Anfang des PVA-Tapes zusammen und legt eine Wicklung über Kreuz um den Kopf des Ankers. Danach wickelt ihr dieses PVA-Tape einmal links, einmal rechts vorbei, ungefähr 4, 5, 6, 7 Mal um das System und am Ende reißt ihr das einfach ab, leckt das Ende an und klebt es auf das PVA. Und wie ihr gesehen habt, ist das wirklich eine Handhabung mit etwas Übung unter einer Minute machbar. Und um dann aber auch in der Nacht nicht anzufangen, PVA zu wickeln, bereite ich mir einfach 3, 4 Steine vor, lege mir die zurecht. Falls ein Fisch beißt, nehme ich das benutzte System aus meinem Clip raus, hänge ein neues System ein und kann direkt wieder auswerfen. Ich muss an der Stelle gestehen, dass es natürlich etwas mehr Aufwand ist, als einfach ein Blei einzuhängen, aber es ist wirklich einfach eine Entscheidung, die ihr treffen müsst. Kann ich diese halbe Minute pro Wickeln oder eine Minute, was heißt 10 Minuten pro Angeltrip, um 10 Steine vorzubereiten, investieren und dafür unsere Gewässer wirklich nachhaltig bleifrei halten? In meiner Welt ist das ein eindeutiges Ja und hier eine Option, mit der ihr dann wirklich mit voller Kraft werfen könnt. In unserem Trip in Kroatien haben wir festgestellt, dass man mit Steinen auch bis 120 Meter werfen kann. Allerdings ist die Flugkurve doch etwas anders als beim Blei, denn auf den letzten 20, 25 Metern fangen die Steine an, etwas auszubrechen, beziehungsweise die Flugkurve wird auf einmal abgebremst und manche Steine fliegen 5 Meter weiter oder 10 Meter kürzer. Und deswegen haben wir uns entschieden, auf 95 Meter in den Clip zu werfen und konnten auf diese Distanz wirklich ganz zielgenau und präzise und auch wiederholbar und reproduzierbar den Punkt treffen. Für die meisten Angler gibt es doch innerhalb von 100 Meter wunderbare Spots, die ihr auch mit Steinmontagen problemlos und wirklich zielgenau erreichen könnt. Denn eben ein Stein mit der Größe, der bereits 100 Gramm hat, hat auch keine Probleme mit Luftwiderstand. Eine Sache, die wir definitiv feststellen konnten, ist, dass auch mit Steinverwicklungen unproblematisch sind, wenn ihr einfach die gängigen Techniken dafür verwendet. Etwas steiferes Vorfachmaterial, ein Derik, Fluorocarbon-Vorfachmaterial oder auch einfach Coated Vorfachmaterial, was ihr durchbindet. Also da vielleicht noch ein Tube verwenden. Da kommt ihr wirklich mit den gängigen Herangehensweisen auch schon ziemlich weit. Und wir hatten auf 100 Würfe vielleicht eine Verwicklung. Versenke einfach 1000 Kilo Steine im See und hilf auch du, deine Sandbank zu verfestigen. Mega Fisch. Eine weitere für mich sehr spannende Einsatzmöglichkeit ist, diesen Loop als Absenker zu verwenden. Man hört immer wieder, Absenker sind problematisch, man verliert sie nicht, sie verwickeln sich. Ich benutze unseren Loop dabei oft mit dem Slip-M-Gummi, also dem kleinen Gummi, nehme mir einen Stein und spanne jetzt hier den Stein wirklich ganz knapp am Rand ein und nehme entweder einen ganz kleinen Karabinerclip oder einen handelsüblichen Karabiner, was es dann noch leichter macht, ihn an die Angelschnur einzuhängen. Und das Schöne daran ist, ihr nehmt nach dem Biss Spannung auf, beispielsweise mit dem Boot, fahrt über dieses Absenkgewicht. Beim Schütteln fällt der Stein raus, aber durch die feste Fixierung des Karabiners oder dieses Karabiners bleibt das System immer auf der Schnur erhalten. Und ihr habt am Ende 0 Gewicht und ganz neue Möglichkeiten, eure Schnur abzusenken oder umzulegen. Ihr könnt so zum Beispiel einen kleinen Stein verwenden, aber eine Anwendung, die ich auch teilweise benutze, ist, wenn ich um eine Schilfspitze herum angeln möchte und dahinter eine spannende Bucht ist, dann kann ich natürlich auch den Slip XL Gummi verwenden und den wirklich als Umlenker einsetzen. Wenn der Fisch sich gehakt hat, fahre ich einfach mit dem Boot um diese Spitze herum, schlage den Stein raus und habe so die Möglichkeit, ganz neue Stellen zu erreichen. Ich kann den Loop in der Stelle auch verwenden, um einem Hindernis auszuweichen. Sagen wir, ich habe einen Baum am Rand und ich möchte den Fisch davon wegschwimmen lassen. Dann mache ich es teilweise, dass ich einen großen Stein noch weiter Richtung Ufer lege, mein Köder aber dann die Kante runter ablege und somit den Druckpunkt von außen habe und der Fisch ins Freiwasser wegzieht, anstatt ins Hindernis zu ziehen. Und das Schöne ist, ihr verliert am Ende im Dreh wieder den Stein und seid so wirklich extrem flexibel. Insgesamt lässt sich zum Angeln mit Steinmontagen einfach sagen, die Grenze des Einsatzes ist einfach nur eure Fantasie. Ich benutze dieses System zum Beispiel auch als Gewicht für meinen Spotmarker. Wer kennt das nicht beim Karpfenangeln? Der Fisch
schwimmt durch eure Schnur, ihr zieht ein 500 Gramm Blei hinterher. Mit dem Stein spannt ihr den schön am Rand ein, könnt einen Größenstein verwenden. Der Spotmarker liegt fest am Platz, aber wenn der Fisch dort reinzieht, dann geht höchstwahrscheinlich der Stein verloren und ihr zieht nicht dieses schwere Spotmarkergewicht mit hinterher. Also da wirklich, probiert es einfach aus, was eure Fantasie hergibt und entdeckt diese Systeme mit uns gemeinsam. Easy, right on the money, yeah! Mann, Alter. Ihr könnt unser Loop-System in zwei verschiedenen Kombinationen erwerben, nämlich einmal als eine Komplettbox, eine Starterbox, die ich auch jedem empfehlen würde, der einfach einmal damit anfangen will. Denn in dieser Starterbox habt ihr 2 Loop Bodies, diese Ankeradapter enthalten, sowie 6 Gummis in allen möglichen Kombinationen. Den Fixgummi in den verschiedenen Größen als auch den Slipgummi in verschiedenen Größen. Und so könnt ihr euch erstmal einen Überblick über eure beste Angelversion verschaffen. Und wenn ihr herausgefunden habt, welches System euch am besten gefällt, welchen Gummi ihr für eure Angelbedingungen am besten einsetzen wollt, dann gibt es natürlich alle Bestandteile auch einzeln zu kaufen. Ihr könnt die Loop Bodies in kleinen Tütchen kaufen, ihr könnt euch die Gummis selbst zusammenstellen und sagen, okay, ich brauche sowieso nur das Shot Rig, möchte damit werfen und meinen Stein verlieren. Dann kauft ihr euch einfach nur den Slip L und den Loop Body. Aber vorerst ist zum Test diese Testbox durchaus zu empfehlen. Unseren Loop sowie auch die passenden Gummis dazu gibt es dabei in 4 verschiedenen Farben. Das ist einmal Sandy für sandige Gewässer, Veggie für krautige Gewässer in einem Grünton. Dann gibt es einmal Rocky, gerade beispielsweise in Österreich sehr beliebt, an Kiesgruben mit sehr viel Schotter oder im typischen Brandenburger Schlamm, Badewannensee. Muddy für schlammige Gewässer. Also so habe ich auch die Chance, wirklich meine Montage perfekt dem Untergrund anzupassen und sie perfekt zu tarnen. In dieser Testbox sind auch Steine enthalten, denn auf jeder Messe haben wir eine Küchenwaage dabei und es ist immer wieder erstaunlich, dass 95% der Angler mit ihren Steineinschätzungen komplett daneben liegen. In dieser Testbox sind Steine enthalten, um euch einfach mal ein Gefühl für die durchschnittlichen Größen der Steine zu geben. Alle unsere Fishstone-Produkte sind dabei plastikfrei verpackt, in kleinen Papiertütchen oder Pappboxen. Also wir versuchen so auch unseren Fußabdruck zu reduzieren. Unsere gesamten Lieferanten kommen aus Deutschland, viele aus dem Berliner Raum und auch da versuchen wir die Lieferketten kurz zu halten. Die Materialien, die wir verwenden, sind Naturkautschuk und Biokunststoffe. Also wir versuchen auch hier das Bestmögliche, was derzeit geht, rauszuholen. Diese Systeme sind hauptsächlich frei von Zusätzen, sind weichmacherfrei, sind aus nachwachsenden Rohstoffen erzeugt, also nicht auf Erdölbasis. Und es wäre ein Gerücht zu sagen, das verschwindet alles nach kurzer Zeit, aber sie sind definitiv biologisch unbedenklicher und auch langfristig besser abbaubar als normales Plastik. Wer hätte das gedacht? Big Fish! Yes! Zusammenfassend lässt sich also sagen, ihr habt einen Typ Adapter,
den ihr in jede Öse, jeden Safety Clip, jeden Anti-Tangle-Boom einhängen könnt. Ihr habt 2 Typen Gummis, mit denen ihr den Stein verlieren könnt oder mit PVA zusätzlich fixieren, um wirklich auch auf Wurfweiten bis 100 Meter zu werfen, oder den Fixgummi, um den Stein entweder semi-fix einzuspannen oder den Gummi komplett um den Stein herumzulegen und ihn wirklich fest fixiert einzuspannen und auch immer wieder einzukurbeln und neu werfen zu können. Also ein System im Prinzip bestehend aus 3 Bestandteilen, das euch eine weite Welt des Steinangelns ermöglicht. Ich kann durch die unterschiedlichen Gummis Gewichte von 10 bis 300 Gramm fest an der Schnur fixieren, aber auch Gewichte von 50 bis 800 Gramm lösbar an der Angelschnur fixieren und mich so wirklich beliebigen Situationen extrem flexibel anpassen. Ich muss keinen Koffer voller unterschiedlicher Gewichte mitnehmen, sondern habe einfach ein kleines Döschen mit vielleicht 100 Gramm Gewicht dabei, mit unterschiedlichen Gummis, und wenn ich am Gewässer ankomme, schaue ich mir die Situation an und passe mein Gewicht entsprechend an. Für mich haben wir als Angler auch eine gewisse Rolle als Naturschützer, denn wir bewegen uns hier draußen in der Natur und wir haben auch eine gewisse Verantwortung, diese Natur zu bewahren. Und ich kann sagen, der einzige Grund, warum Menschen noch mit Blei angeln, ist die Angst vor dem Ungewohnten. Die größte Hürde, mit Steinen zu angeln, ist der erste Versuch. Aber mittlerweile ist Fishstone schon fast so eine Art Movement geworden. Und es sind tausende bleifreie Angler, die in allen möglichen Situationen diese Systeme benutzen und auch erfolgreich benutzen, dicke Fische fangen. Uns erreichen immer wieder Stories von dem ersten Versuch nach 2 Jahren Beobachtungszeit, was für mich unglaublich ist. Und direkt im ersten Versuch fangen die Tester dann ihre PBs und fangen Rekordfische. Und es gibt dieses Vorteil, ist das nicht zu grob oder zu klobig, haben Fische davor nicht Angst. Ich kann sagen, warum sollte ein Fisch vor einem Stein Angst haben? Denn das Natürlichste, was im Wasser vorkommen kann, ist ein Stein. Legt die Vorurteile beiseite, probiert es einmal aus, werde Steineschmeißer, werde Teil vom Fishstone Movement und entdecke mit uns die Welt des bleifreien Angelns mit Steinmontagen. Viel Spaß, bis bald. Aber mal sehen. Holen ja, Digi, holen ja.